Herzlich willkommen. Ich bekomme gerade den Impuls, jetzt so vor die Kamera zu kommen und dir aus den Tiefen eine Nachricht zu übermitteln. Dein Sein ist grenzenlose Freiheit. Schwebt in Leichtigkeit zwischen den ganzen Galaxien und der Erde und auch noch anderen Galaxien. Ist riesengroß, ist verbunden. Und als dieses große, friedliche, wunderbare Lichtwesen, was angeschlossen ist an unglaubliche Weisheit, hast du einen Körper, eine Identifikation mit deinem Namen, ein Bild, du seist geboren worden in eine Familie hinein, an einem Ort auf der Erde, als vollkommenes Wesen, was frei, unsterblich, ausgedehnt bis an die Grenze des Universums geht. Du kannst gar nicht geboren werden. Aber dieses Bild, diese Rolle, diese Erfahrung, dieses Ganze, was sich Inkarnation auf der Erde nennt, das erfährst du so, ganz klein in deinem Sein. Und jetzt hast du die Möglichkeit, mit einem Teil deines Bewusstseins in deinen Körper, in diese Familienangehörigkeit, an dem Punkt, wo du geboren wurdest, wo du also ein kleines Baby bist und dann aufwächst und langsam erwachsen wirst, lauter Sachen zu erfahren, in lauter Situationen hinein zu gehen, zu durchleben, in Schwierigkeiten zum Beispiel zu stehen, Ängste zu haben und all solche Geschichten. Wie Facebook mit Meta und seinen Figuren und Avatars, die man dort bauen kann. Nur dass es in einer Illusionswelt noch eine Illusionswelt. Das heißt, Illusion insofern, als dass es nicht das ist, was du wirklich bist. Du bist dieses freie, intergalaktische Wesen. Da gibt es überhaupt nicht einen Ansatz von Angst oder Limitierung oder Schwierigkeit oder sonst irgendetwas. Da gibt es nur grenzenlose Freiheit, und da ich an diesem Wesen angeschlossen bin, vermittle ich direkt die Frequenz davon, von dieser gigantischen Sicherheit und Freiheit. Aber du hast diese Kugel, die sich Erde nennt, mit seinen ganzen Erfahrungen mit dir, mit dieser Rolle, ja. Und da Zeit und Raum eigentlich nicht existiert, sondern nur in dem Konzept dieser Kugel, ist es auch so, dass sozusagen mehrere Leben oder Erfahrungen oder verschiedene Anteile von dir gleichzeitig eigentlich alle hier in dieser Kugel Erfahrungen machen. Als Menschen, als Mann, als Frau, mal als dies, als jenes, ja, mal arm, mal reich, mal so, mal so. Und das ist ein riesen Gaudi für dein großes Wesen, weil es sich einmal in einer Form erfahren kann, wie es sonst überhaupt nicht möglich ist. Wenn wir den Stöpsel
den Matrix-Schlüssel ziehen, wir wären Kinder unserer Familie. Wir würden geboren werden durch einen Mutterleib. Ja. Und wir müssten also unwissend wieder zu Wissen kommen. Für meinen Gecko auch ganz wichtiger Punkt. Wenn wir diesen Punkt ziehen, rausziehen, auflösen, haben wir eine Art Ripple-Effekt für das Verstricktsein in der Matrix Erdenleben. Du kannst vielleicht noch sagen, okay, für deinen Avatar, der macht eben diese ganzen Stadien und Erfahrungen durch, inklusive durch so einen Mutterleib durchzugehen und da rauszukommen und in das Leben hineinzugehen, klein und immer größer werdend. Selbstverständlich ist es so, dass genau deswegen wir uns erklären können, warum Kinder heutzutage so viel weiser sein können wie alte Menschen, wie ältere Menschen. Und das in der Regel sind viele weise Kinder, von denen die Erwachsenen nur lernen können, sind auf der Erde und sorgen dafür, dass der Wandel im Bewusstsein gewaltig vorangetrieben wird. Das ist deswegen möglich, weil diese Kinder einfach in ihrem Bewusstsein nicht so vergessen, wer sie eigentlich sind, nämlich diese intergalaktischen Wesen, und sich nicht so identifizieren mit dem Bild, also irgendwie klein und unwissend zu sein, sondern in ihrer Erinnerung ihr Zuhause mitnehmen. Und als kleine Kinder schon davon reden können, wie das eigentlich alles ineinander sitzt. Und gleichzeitig bringen sie eine Frequenz mit, die das System triggert, was falsch ist. Das heißt, im Schulsystem, die Menschen, die damit zu tun haben, werden getriggert von diesen Kindern, in der Lüge aufzuwachen. Es ist ein gewaltiges Umdenken notwendig. Denn wenn wir nicht eine tiefe Ehrfurcht vor Kindern haben, die sehr viel mehr wissen können wie wir, aufgrund von dieser Tatsache, und sozusagen uns öffnen für diese Weisheit und selber merken, wow, wir sind selber durch unser Wissen im Verstand richtig in dieses Spiel Erde reingestrickt und haben völlig vergessen, wer wir eigentlich sind. Und sind blind, stolpern wir da vor uns hin und meinen, unser Wissen wäre irgendetwas, was mit Weisheit zu tun hat. Es ist so wunderbar, weil diese ganzen vielen Dinge, die wir so uns konstruiert haben und die hier so gelehrt werden, die die Wissenschaft hervorbringt, die in den Schulen gelehrt wird, die wird wunderbar auseinandergenommen. Durch diese Kraft des Aufwachens, durch diese Kraft, gerade durch die Frequenz der Kinder, der vielen Kinder, die unglaubliche Weisheit herbringen, durch viele Menschen, die wir auch Indigo-Kinder nennen oder die wir Kristallkinder nennen, ja, oder Regenbogenkinder, das sind die mit noch höherer Frequenz, die also noch mehr bei den Jungen sind, weil das ist mehr möglich, dadurch, dass sozusagen immer mehr
Seelen da reinkommen, die das ermöglichen, dass immer weniger im Bewusstsein von dem, was man hier lernt, solche Kinder, die dieses Wissen mitbringen, kaputt gemacht werden, indem ihnen erzählt wird, das stimmt alles nicht, das ist alles keine Realität, wenn sie Dinge sehen können, wenn sie mit vollkommenem hellsichtigen Wissen auf die Erde kommen und das für sie Selbstverständlichkeit ist, das was eigentlich ist. Und da kommen solche, wie sagt man, manipulierten Erwachsenen, die also gelernt haben, es ist nur das Realität, was ich physisch sehen kann, und sagen denen, du bist, was machst du da für einen Quatsch, das ist ja alles Fantasie und so weiter. Diese Frequenz ist ja abtötend für dieses Bewusstsein, was da reinkommt. Aber Gott sei Dank ist dieses Bewusstsein so stark und es ist diese Zeitfrequenz, die hier auf der Erde ist, dass eben genau dieses manipulierte Vergessenbewusstsein von allen Seiten und allen Ebenen aufgebrochen wird, so dass die Menschen wieder sich erinnern, dass sie ja unsterblich sind, vollkommene Wesen sind und dass sie immer eine menschliche Erfahrung in einem Körper machen, aber dieser Körper nicht sind. Kriege, Auseinandersetzungen, Schwierigkeiten, all diese ganzen Dinge, die existieren in diesem Bubble, wo wir durch unseren Verstand auf der Erde erfahren. Du kannst jetzt aussteigen und diese Rolle von außen betrachten. Und du bist in der Lage, in dieses riesige, weite, friedliche, weise, wissende Wesen einzutauchen. Jetzt hier, in diesem Moment. Indem du die Identifikation mit allem, was deine Rolle ausmacht, loslässt. Überhaupt die Identifikation mit dem, was du erfährst, wenn du sie loslässt, verschwindet sie, verschwindet aus deinem Feld. Du kannst nicht sterben. Es ist nicht möglich. Es war für mich so, natürlich war es für mich, oder was heißt natürlich, für mich war es so, dass das für mich eine Selbstverständlichkeit in meinem ganzen Leben war. Ich konnte immer selbstverständlich mit Verstorbenen kommunizieren. Das war für mich das Normalste der Welt. Es war einfach ein Wechsel im Bewusstsein. Es war ein Wechsel, je nachdem wer wie war. Ich habe sehr viele Beobachtungen in meinem Leben gemacht zu dem Thema Tod und wie jemand nachdem er den Körper abgelegt hat, wie er sich dann bewegt hat. Das habe ich viel beobachtet und das war sehr, sehr unterschiedlich. Aber dass jemand weg wäre oder nicht leben würde, habe ich niemals so erlebt, meine ganze Biografie hindurch, sondern ich konnte das immer genau beobachten. Und es wussten auch immer irgendwie witzigerweise die Verstorbenen immer, dass ich sie wahrnehmen konnte und ich wurde sehr häufig angesprochen, Channel zu sein. Und es gab lange Zeit, da mochte ich das überhaupt nicht, weil ich wollte das nicht, dass ich immer wieder den Menschen sage in der Regel. Es war immer so, dass wenn jemand seinen Körper verlassen hat, ging es ihm nur viel, viel besser wie mit Körper. Und 2019 ist unsere Tochter ja tödlich verunglückt. Und natürlich, das Einzige, was nicht passiert war in irgendeiner Form Trennung durch meine Fähigkeit, sondern ein Wechsel in eine andere Situation, in eine Situation von viel mehr Präsenz. Ja, weil wenn wir unseren Körper verlassen, wir sind ja überall präsent, wir sind überall gleichzeitig präsent. Ja. Nicht nur limitiert, weil da gibt es nicht mehr Raum und Zeit, nicht mehr limitiert irgendwie wie hier auf der Erde. Es ist ja alles sehr, sehr, sehr limitiert. Ja.
Und es ist eben im Grunde genommen alles eine sehr, sehr große Freude, was da passiert, dass endlich dieses beschränkende Bewusstsein aufgebrochen wird und die Menschen anfangen, sich zurückzuerinnern, an wer sie eigentlich sind. Ich habe ja das in mehreren Videos schon gesagt, ich kann mich genau daran erinnern. Ich weiß, ich bin in Verbindung von wo ich herkomme. Ich kann mich genau daran erinnern, an den Entschluss, auf die Erde zu gehen. Ich kann mich erinnern, wie schwierig das tatsächlich für mich dann war, wirklich so tief in diese niedrige Schwingung hineinzugehen, denn ich komme von einer sehr hohen Schwingung und der ganze Prozess hier auf der Erde, das war für mich schon sehr viel, sehr, sehr hart, weil eben das für Seelen, die sehend sind, unvorstellbar ist, wie hier gelebt wird. Also wie das überhaupt möglich ist, dass man so gegeneinander geht. Wie das überhaupt möglich ist, dass man Kriege führt. Also wie ist das überhaupt möglich, ja? Und es sind viele, viele Seelen da. Und das ist unglaublich, wie wir, diese Seelen, die dafür da sind, um das aufzubrechen, dieses Bewusstsein, was so sehr vergessen gemacht hat, wie wir alle gemeinsam in einer unendlichen Kraft, ja, daran arbeiten, jeder in seinem eigenen Feld, aber ganz gemeinsam dieses alte Bewusstsein zu sprengen und damit auch die gesamte Gesellschaftsform zu sprengen und die neue Form, das Christusbewusstsein, das Neue, das Eigentliche von uns Menschen hier auf die Erde gebracht wird. Der Planet ist eigentlich dafür gedacht, um miteinander, um Freude zu erfahren, um Schönheit zu erfahren. Die Erde ist ein Traum, ein wunderbarer, wunderschöner Planet, wenn du all das wegnimmst, was Zerstörung ist, was alles durch dieses limitierende Bewusstsein reinkam und reingekommen ist. Ja? Und das wird gesprengt und wird jetzt von der Erde genommen, weil so viele und die Erde selbst entschieden haben, dass das nicht weiter auf der Erde existieren wird. Und das, was die Erde eigentlich ist, ein Planet der Liebe, jetzt hierher kommt. Und natürlich, selbstverständlich, wenn ein ganzes altes System zersprengt wird und auseinanderfällt, um dem Neuen Platz zu machen, sieht das von außen nicht schön aus. Aber es ist unendlich notwendig. Wenn ich dich konkret frage in deinem Leben, wann sind die größten Schritte in deinem Leben passiert? Bestimmt nicht da, wo du im Sonnenschein gelegen hast, am Strand und nichts getan hast, sondern genau da, wo du angestoßen bist, nicht weiter wusstest und in dir etwas passieren musste, um da hindurchzukommen. Und gleichzeitig frage ich dich, wie viele Situationen in deinem Leben hast du bereits durchstanden, wo du dachtest, du könntest nicht durchkommen und du bist durchgekommen. Und nur weil du durchgekommen bist, stehst du da, wo du heute stehst. Und das passiert hier auf der Erde. Es sind zu viele Seelen schon da und das Bewusstsein ist schon zu hoch, als dass das, was genau das Gegenteil will auf der Erde, nämlich weiter zu versklaven die Menschen und noch mehr in diese Matrix des Vergessens hinein zu katapultieren, dass sie damit durchkommen. Die Menschen, die sich dafür entscheiden und nicht aufwachen wollen, werden nicht auf der Erde bleiben, sie werden auf einen anderen Planeten der Dimension weitergehen, aber nicht auf der Erde. Es wird das weggesprengt. Und zwar durch das Licht vieler Hunderttausender Seelen, die hierher inkarniert sind und die hohe Frequenz, die sie mitgebracht haben,
beibehalten haben. Es ist pure Liebe, die diesen Planeten reinigt. So wie wir in uns im Bewusstsein alles Negative herausreinigen müssen, und wenn es hochkommt, dann bedeutet es oft, dass es anfängt, das System zu verlassen, so wie Krankheiten in der Regel eigentlich schon der Anfang der Heilung sind, weil sie hochkommen und damit ins Bewusstsein kommen und wir dann sie eigentlich in unserem Bewusstsein heilen können, indem wir verstehen, was wir gedacht haben und wie wir gelebt haben, was nicht im Zusammenhang von unserem eigentlichen Wesen gestanden ist. Das ist Krankheit, nichts anderes. Und so ist in uns der Prozess, alles Kranke, alles Alte, alles Negative, alles Festhaltende, alles Kleinmachende an Energien, an Erfahrungen zu entlassen. Karma-Auflösung ist nichts anderes als das Entlassen von Energien, die uns klein halten. Loslassen, rausreinigen, verschwinden lassen. Ja. Und dem Eigentlichen, was wir wirklich sind, dieses vollkommene intergalaktische Wesen purer Liebe, den Raum zu geben. Und das neue Strukturen auf der Erde schaffen lassen. Regierungen, neue Gesellschaftsstrukturen aus dem Wissen, aus dem Angeschlossensein von unserem eigentlichen Wesen. Neue Schulen oder Schulen in der Form überhaupt nicht mehr, wie wir sie jetzt kennen. Die sind ja, wie sagt man, Manipulationen, um genau nicht zu funktionieren, sondern hier sozusagen Organe zu erschaffen, wodurch die Menschen noch mehr auf der Erde ihre Fähigkeiten nicht verlieren oder erst richtig gefördert werden, sie voll hier in dieser Dimension zu leben. Das ist es, worum es geht. Das ist der Wandel im Großen auf innerer Ebene. Es gibt nichts Schöneres und du hast dich sehr bewusst entschieden, um genau jetzt hier an der Front auf der Erde dabei zu sein und diesem wahnsinnigen Spektakel zuzuschauen. Angst ist das Mittel, dich in der Manipulation festzuhalten. Befreiung geht immer durch die Angst, im Kleinen und im Großen. Es geht darum zu lernen, in der Angst zu stehen, zu sehen, es ist eine wahnsinnige körperliche Angelegenheit, in der kann man drinnen stehen, mit Schweißausbrüchen und allem, was dazu gehört, einfach drinnen stehen, einfach durchziehen lassen, einfach beobachten und du wirst sehen, es dauert gar nicht lange, da ist die Angst vorbei und dann geht das Leben erst los. Vor der Angst stehen zu bleiben, bedeutet, sich in dieser Manipulationswelt, Avatar, Leben, Schwierigkeiten festzusetzen. Das ist das Mittel dazu. Lerne Angstfreiheit. Angst ist keine Realität. Es ist ein Mechanismus, so wie das Bild, dass du geboren wärest in einem Körper und dass du das wärst, dieses kleine schwächliche Ding, was da anfängt aufzuwachsen und was all die Erfahrungen macht, die du machst, auch keine Realität ist. Die Frequenzen haben tief in dir dich berührt. Ich freue mich von ganzem Herzen auf dich. Das nächste Mal.